So, jetzt aber herzlich willkommen. Hallo zusammen, liebe deutsche Cooler, größtenteils heute Abend, glaube ich. Wie ich das so gesehen habe, haben sich die meisten Leute, ja, ihr könnt auch mal wählen, wenn ihr wollt, aus Deutschland angemeldet. Es liegt daran, dass wir heute einen Gast haben, die Elena Lustig, und die das Ganze auf Deutsch mit mir machen wird. Deswegen vielleicht ein kleines German Cooler Treffen hier. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe doch mitbekommen, dass viele von euch gerade aus Deutschland noch gar nicht so viel über dieses Format Cooler Bratscher wissen. Deswegen ganz kurz vorweg in Stichpunkten. Uns gibt es seit der Pandemiezeit, wo wir angefangen haben als 5-Country-Coordinator aus Europa, die sich bei einem Aschi-Treffen gedacht haben, was machen, zusammengerottet haben und dieses gestartet haben, einmal im Monat diese Sessions anzubieten. Und zwar, es hat Elena mich gerade noch mal gefragt, was denn so die Hauptintention ist. Ist es eine Fortbildung oder ist es Entertainment? Und es soll in der Tat tatsächlich beides sein. Also es soll euch natürlich auch in eurer Weiterbildung auf dem Anusara-Pfad weiterhelfen und Gedanken, Anregungen geben, aber genauso soll es auch dafür da sein, sich auszutauschen. Und wir werden versuchen, pünktlich offiziell zu enden, aber danach auch dann noch Raum zu haben, wenn ihr Fragen habt, die jetzt andere Dinge betreffen oder wenn ihr einfach nur ein bisschen quatschen wollt. Unser großes Vorbild war ein amerikanisches Projekt, was immer zu unsäglichen Zeiten nachts stattgefunden hat. Deswegen jetzt diese Uhrzeit. Nur, dass ihr wisst, wo es so herkommt. Und wir sind immer auf der Suche nach Präsentatorinnen für dieses Format. Es erfordert nicht unbedingt Riesenvorbereitungszeit. Ihr kriegt alle Unterstützung von unserem Team, was Werbung und sowas angeht. Also inhaltlich Vorbereitung vielleicht, aber ansonsten. Deswegen, wenn ihr irgendwas zu teilen habt, ihr müsst dafür keine E-Cats sein. Ihr könnt sogar ganz normal Yoga-LehrerInnen sein, Anusara-Yoga-LehrerInnen sein. Wenn ihr auf irgendwas spezialisiert seid, was interessant sein könnte für alle, bitte, bitte meldet euch bei uns. Denn als nächstes werde ich wieder ran müssen und wir machen jetzt Sommerferien. Im September ist der nächste Termin mit mir, deswegen das packe ich alles vorweg jetzt. Und ich werde etwas über die therapeutischen Anwendungen von Anusara Yoga im Bereich der Füße und Fußgelenke unterrichten und da Teaching Drills mit euch machen, auf Englisch allerdings. Und zwar, wie ihr etwas Komplexeres wie Anatomie oder Therapeutisches auch als Yoga-Lehrer AnfängerInnen unterrichten könnt. So viel Werbung vorweg. Ähm, so, hey, wie spät haben wir? Gut geschafft. 5 Minuten, komm, das ist in Ordnung. Ja, herzlich willkommen nochmal jetzt zu diesem Treffen hier. Wir haben heute die Elena hier. Ich glaube, mich kennt ihr alle. Julia Schlenkert, Länderkoordinatorin aus Essen für Deutschland, für Aschi. Aber die Elena, ich bin mir nicht sicher, ob jede die kennt. Deswegen erteile ich doch einfach mal kurz das Wort dir und dann kannst du dich einmal selbst vorstellen vielleicht. Ja, das mache ich. Also erstmal herzlich willkommen und vielen Dank auch für die Einladung, Julia. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf und euch ein bisschen was erzählen kann über mein Baby Pro Age Yoga und was das mit Anusara Yoga zu tun hat. Und ich bin also ich praktiziere Anusara Yoga seit 2004. Also ich bin quasi eine Anusara-Schülerin der ersten Stunde hier in Deutschland. Habe 2010 meine Anusara-Lehrerausbildung gemacht, bin seit 2017 zertifizierte Anusara-Lehrerin und seit letztem Jahr Experienced Certified Anusara Teacher, weil ich in der Zwischenzeit dann auch schon einige Teacher-Trainings, Immersions und Teacher-Trainings unterrichtet habe. Genau, das sind nur so kurz zusammengefasst die Eckdaten meiner Anusara-Karriere. Und ich habe aber in der Zwischenzeit 3 Yoga-Bücher geschrieben, eins mit der Annette Söhnlein zusammen. Da geht es um Yoga und Chakren, das heißt Innen, Außen. Das kam 2016 raus. Dann das erste Buch zu meinem eigentlichen Thema, für das ich auch heute Abend hier bin und für das ich wirklich von Herzen brenne. Das heißt Pro-Age Yoga und es geht eben ums Älterwerden mit dem Yoga.
Das kam 2019 raus, das erste Buch, und das zweite Buch dazu zu dem Thema, ist also insgesamt das dritte Yoga-Buch 2021, und das heißt Pro-Age Life. Und da geht es so ein bisschen mehr um die praktische Anwendung dieser Pro-Age-Haltung. Also wie macht man das konkret? Genau, und das sind im Prinzip auch die Themen, über die wir hier heute sprechen wollen. Also genau, und da steigen wir jetzt, glaube ich, erstmal ein mit ein paar Fragen, die Julia vorbereitet hat. Und danach erzähle ich euch dann ein bisschen was über meinen Weg, wie ich zu dem Thema Pro-Age-Yoga gekommen bin und genau, und wo die Verbindung liegt zwischen Anusara-Yoga und Pro-Age-Yoga. Genau, normalerweise ist es ja hier so, dass eine Person am Anfang präsentiert. Jetzt haben wir es letzten Monat schon so gemacht, dass wir so eine Art Interview-Style gemacht haben. Und das werden wir heute wieder so ein bisschen machen. Ich werde mich allerdings ganz kurz fassen. Und in Vorbereitung darauf, deswegen seht ihr mich auch noch, habe ich eine kleine Umfrage vorbereitet. Die würde ich gerne mal abspielen und euch bitten, euch aus eurer Decke zu kuscheln und doch einmal zu kämmen. Moment. Dafür habt ihr ein paar Minuten Zeit. Ich würde mal so sagen, das läuft, ne? Oder? Kann mir kurz jemand Mhm. Feedback geben? Genau. Ich glaube, das geht relativ schnell. Klickt doch einfach mal durch, wenn ihr was nicht versteht, dann. Ich glaube, man muss nicht alles ausfüllen. Mal so eine Minute vielleicht Zeit. Spannend. So. Also ein bisschen Julia-Style, die Fragestellung. 7 von 18 haben teilgenommen. Wäre super, wenn die anderen das auch noch machen könnten. Ist auch anonym. So einen lieben Gruß. Ich habe die erste Frage gesehen, aber nach der ersten Frage ist es leider verschwunden bei mir, nur als Feedback. Oh, ich glaube, da kann ich dir jetzt auch ad hoc nicht weiter. Nur, dass du weißt, warum vielleicht nicht alle das komplett Oh mein mitmachen. Und ich Alles kann es klar. irgendwie nicht anklicken aus irgendeinem Grund. Es geht irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann da nicht, da passiert nichts, wenn ich da drauf klicke. Also die erste Frage haben jetzt alle beantwortet schon mal. Das ist schon mal gut. Oder? Nee, doch nicht. 15 von 15. Ja, naja gut, ist jetzt auch keine wissenschaftliche Untersuchung, die wir hier machen. Sag mal so, ah, guck mal, 94%. So, ich sag mal, ich zähle bis 10 innerlich langsam. Die Zeit läuft ab. So, steht jetzt 18 von 18. Okay, Umfrage beendet. Okay. Seht ihr das Ergebnis auch jetzt? Ja? Sehr Ja, gut. Okay, also die meisten von uns sind zwischen 50 und 60. Ach, so schnell das zu analysieren ist auch herausfordernd. Okay, Herausforderungen und sich doch ganz gut fühlen. Wir sind so in der Waage. hat doch erstaunlich viele in Balance, finde ich. Ja, okay. Immerhin 3 Leute was machen lassen, die anderen nicht. Das war meine Lieblingsfrage. Schleichende Veränderungen, Unterricht und Mischung. Okay. Ach so, für die Aufzeichnung ist vielleicht ein bisschen doof, wenn ihr die Fragen. Ich schreibe euch die Fragen noch mit in die in die Kommentare hier unten bei YouTube. Okay. So, zwiegespalten, ob Yoga für Senioren als Modul interessant wäre. Und Pro-Age Yoga schon mal interessant. Ja, sehr gut. Gut, dann kann ich das beenden. Habt ihr alles zu Ende gelesen? Ja, also ich würde sagen, ja.
Ja, gut. Ähm, also die erste Frage, wollte erst mal wissen, wie alt ihr überhaupt so seid, die ihr so hier seid und wie es euch mit dem Älterwerden so geht, ob das überhaupt ein Thema ist. Ne? Hätte ja auch sein können, dass sich jetzt ganz viele junge Leute angemeldet haben. Und ja, also es ist auch interessant, dass jetzt die meisten von euch geschrieben haben, dass das so in Balance ist, ob es Herausforderungen gibt oder nicht. Elena, war das dein reales Älterwerden für dich? Der Kick-off oder so die Initialzündung, dich mit dem Thema selber mehr auseinanderzusetzen, oder hat das früher schon angefangen? Also meine Auseinandersetzung mit dem Thema Älterwerden, die ist schon, da habe ich schon Mitte 20 mit angefangen, weil ich also das Ganze begann bei mir mit einem Traum. Ich habe geträumt, dass meine Mutter stirbt und dieser Traum hat mich total aus der Bahn geworfen. Und also weil der einfach so extrem realistisch war und vor allen Dingen, weil ich in diesem Traum so viel trauriger und verzweifelter war, als ich mir das realistisch jemals hätte vorstellen können. Und das war für mich die Initialzündung zu sagen, okay, ich muss anfangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Nicht nur, dass andere Menschen sterben, sondern dass ich auch selber sterben werde eines Tages. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Ebene, auf der ich konstruktiv damit umgehen kann. Und dadurch bin ich in einem buddhistischen Zentrum gelandet, über eine Freundin von mir. Und die hat mich dann direkt mitgeschleift auf ein Retreat, wo wir bewusstes Sterben geübt haben. Also das war so richtig so ein Deep Dive, ja, mit Ende 20 habe ich mich auf den Weg gemacht, zu lernen, wie man bewusst stirbt. Und dann habe ich insgesamt 3-mal so ein Retreat gemacht, bin da sehr tief auch eingestiegen in diese Themen Vergänglichkeit, Anhaftung, Abneigung. Das sind alles so, ne, so buddhistische Praxen oder Praktiken, in die man, also wenn man sich eben mit Buddhismus beschäftigt oder Buddhismus studiert oder auch praktiziert, kommt man eigentlich an diesem Thema Vergänglichkeit überhaupt nicht vorbei, weil das ist sozusagen die zentrale Lehre des Buddhismus. Und ich habe danach ja erst angefangen mit dem Anusara Yoga und habe dann festgestellt, dass die tantrische Philosophie im Anusara Yoga mit dem Hintergrund meiner buddhistischen Praxis, die auch ein tantrischer Buddhismus ist, total zusammenpasst. Und da ist eben auch diese Schnittstelle für mich also ich habe jahrelang erstmal danach gesucht, wo ist der Unterschied zwischen Buddhismus und Yoga. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass insbesondere das Anusara-Yoga mit dem Buddhismus sehr viel Schnittstellen hat, also fast viel mehr Verbindungen als Trennungen. Und auch das ist wieder tantrisch, ne? Tantra ist ja nicht getrennt voneinander, sondern Tantra heißt ja eins sein, also die selbst unterschiedliche Aspekte derselben Sache. Und das war eben das, was mich im Anusara-Yoga dann so magisch angezogen hat. Also dieses Gefühl von, mein Körper ist Ausdruck des Höheren oder des Göttlichen. Ich bin also sozusagen das Höhere oder das Göttliche. Ich kann meinen Körper nutzen, um mich damit zu verbinden. Und letztendlich ist diese Einheit von Körper und Geist, das ist das, was ja das Non-Duale ist in der tantrischen Philosophie. Also zu sagen, es ist nicht entweder Körper oder Geist, sondern beides sind Aspekte derselben Sache, also untrennbar miteinander verbunden. Und das war das, was mich im Anusara-Yoga so angezogen hat. Und dann kam irgendwann die Frage auf für mich, als ich so Richtung Ende 40 unterwegs war, Mitte 40, Ende 40, dann dachte ich, okay, jetzt werde ich älter als Frau, ich werde älter als Yogalehrerin. Was hält denn die Welt für mich bereit für diese Lebensphase, die jetzt kommt? Ja, also auf diesen Ebenen als Frau, als Yogalehrerin, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, die sehr, sehr jugendorientiert ist. Ja, und wo Jungsein sehr gefeiert wird. Und darüber hinaus haben wir auch noch das Gender-Thema. Also es ist ja für Frauen sehr viel schwerer, älter zu werden als für Männer. Also bei Frauen sieht man eher die Falten, bei Männern, Männer reifen, Frauen verwelken. Das ist ja also dieses Klischee, dem wir irgendwie alle
hinterherlaufen, ja. Und auch dieses etwas machen lassen, das dient ja immer dazu, dass wir alle jünger aussehen wollen, als wir eigentlich sind, um sozusagen noch in dieser Abteilung fruchtbare Frau zu landen, weil wir nur da im Patriarchat eine Existenzberechtigung haben. Also all diese Fragen habe ich mir gestellt. Was wird aus mir? Und dann habe ich gedacht, ich würde so gerne das Anusara-Yoga und das, was ich aus meiner buddhistischen Praxis gelernt habe, das würde ich gerne miteinander verbinden. Daraus würde ich gerne etwas machen, wo ich Leute mitnehmen kann auf die Reise, das Älterwerden als etwas Positives anzuerkennen, als etwas, was notwendig ist, als etwas, was auch ein Geschenk ist, als etwas, was zum Leben dazugehört, also in dieser Ganzheitlichkeit. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es total schlimm, dass wir immer diese ganzen Themen, die mit dem Älterwerden zu tun haben, als Anti-Aging bezeichnen, weil wir können ja nicht das Älterwerden selbst verhindern. Und Anti-Aging heißt ja, ich arbeite dagegen an, ich kämpfe dagegen. Und das ist eine Haltung, die mir fremd ist. Für mich ist jedes Jahr, was ich älter werde oder was mir geschenkt wird, eine Errungenschaft fast schon. Also ich bin fast schon stolz darauf, jedes Jahr ein Jahr älter zu werden. Also wie so ein Kind eigentlich, ja. Und dann hatte ich irgendwann die Idee zu sagen, ja, eigentlich ist die Antwort auf alle meine Fragen liegt schon im Yoga und insbesondere im Anusara-Yoga. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, das Pro-Age-Yoga zu nennen. Und dann habe ich gedacht, ja, daraus würde ich gerne ein Konzept machen, eine Haltung, eine körperliche Praxis und auch eine Möglichkeit, also langfristig Lehrer auch fortzubilden zu dem Thema Älterwerden, ja. Und daraus ist dann die Idee entstanden, diese Bücher zu schreiben und auch diese ganzen Inhalte zu entwickeln dazu. So kam das. Du hast ja am Anfang von diesem Traum erzählt, so, ne, der durchaus eine also eine Initialzündung gewesen ist, auch eine sehr, sehr positive gewesen ist. Hat denn das körperliche Hatha-Yoga, also der körperliche Teil Asana, hat das denn ähm, zum einen, erste Frage, damals auch schon eine Rolle für dich gespielt? Oder und dann zweite Frage, dann diesmal eigentlich wichtiger. Als du jetzt in dieser Zeit, Ende 20 bis jetzt, als du geschrieben hast, gesagt hast, ich weiß nicht, Anfang 40 oder Ende 40, dass sich da auch was verändert dass dir da Dinge bewusster wurden. Hat da dann das körperliche Yoga einen höheren Stellenwert noch bekommen, als es vielleicht vorher hatte, am Anfang, wo die Philosophie sehr im Vordergrund stand? Also ich habe es früher getrennt. Früher gab es für mich die Asana-Praxis, das war für mich der Körper, und die buddhistische Praxis, das war der Geist. Ja, ich hatte, wie viele Leute, die mit dem Yoga beginnen, am Anfang überhaupt keine Vorstellung davon, welcher tiefe Raum hinter der Asana-Praxis liegt. Ja, ich hatte ja keine Ahnung, dass es die Yamas und Niyamas zum Beispiel gibt und die ganze Yoga-Philosophie, geschweige denn, dass es Tantra gibt, ja, tantrische Philosophie. Also für mich war das getrennt voneinander. Und natürlich, also Yoga praktiziere ich schon seit ich 20 war. Also ich habe erst mit der Yoga-Praxis, Asana-Praxis angefangen, dann kam die buddhistische Praxis. Und dann habe ich Anusara-Yoga kennengelernt und an der Stelle fing das an, so zusammenzuwachsen. Ja. Und die Zeit, bevor ich Anusara-Yoga kennengelernt habe, habe ich sehr viel rumprobiert. Da gab es also Phasen, wo ich auch relativ ehrgeizig geübt habe, mal eine Phase Ashtanga hatte, dann habe ich Iyengar-Yoga praktiziert. Also ich habe 1000 Sachen auch ausprobiert. Ich war auch mal beim Hot-Yoga, also Bikram, also alles einmal ausprobiert. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich im Anusara-Yoga eigentlich mich total sicher gefühlt habe. Also ich muss auch sagen, ich habe durch die Ausrichtungsprinzipien im Anusara-Yoga von Anfang an eine Praxis gehabt, die sehr gesund war für mich und die immer dafür gesorgt hat, dass ich mich in meinem Rahmen entwickeln konnte. Und ich habe immer mehr den Ehrgeiz rausgenommen. Das ist der Hauptunterschied aus meiner Praxis früher zu meiner Praxis heute.
wenn du jetzt sagst, dass du da halt auch hast du Methode gesagt oder eine Haltung, glaube ich, hast du gesagt, ne, die du gerne auch in die Welt tragen möchtest. Inwiefern spielt die denn eine Rolle für vielleicht Lehrerinnen, die noch etwas jünger sind, die jetzt vielleicht noch gar nicht selber die körperlichen Erfahrungen gemacht haben des Älterwerdens? Oder ja, andere Frage, wann kann man denn anfangen, sozusagen eher in diese Richtung zu unterrichten oder zu denken, so? Ja, also was Pro-Age-Yoga nicht ist, es ist nicht explizit Yoga für Senioren oder Seniorinnen, sondern es geht darum, körperliche Einschränkungen zu berücksichtigen. Und wenn wir uns mal umgucken in unseren Yoga-Klassen, die wir unterrichten, ja, ist es völlig altersunabhängig. Wir haben immer Leute in den Klassen, die irgendwas haben. Ja, und das können auch ganz junge Leute sein. Das können irgendwelche ich sage jetzt mal, Fehlbildungen sein, wie eine Skoliose. Es können Themen sein wie Bandscheibenvorfälle, die haben auch junge Leute, Unfälle. Also wir haben ja eigentlich immer diese Situation, dass wir auf irgendwelche Einschränkungen Rücksicht nehmen müssen. Das ist das, was beim Älterwerden häufiger vorkommt und auf der Skala der Wichtigkeiten nach oben rückt. Aber wo der Unterschied ist zu einem normalen Yoga oder ich sage mal einem normalen Anusara-Yoga ist, beim Pro-Age-Yoga müssen wir total darauf achten, dass wir den Körper so fit erhalten wie möglich. Und die Prävention beginnt wann auch immer. Also wann auch immer ich merke, ich sollte mal anfangen, mich darum zu kümmern, meine Muskulatur gezielt aufzubauen und zu erhalten, meine Flexibilität im Körper zu erhalten, meine Entspannung auch zu fördern, weil Entspannung ist die wichtigste Voraussetzung für ein intaktes Immunsystem. Also ein niedriges Cortisol-Level im Körper, niedriger Stress, ja, niedriges Stresslevel. Und je eher ich anfange damit, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, desto besser ist es. Also kann man eigentlich auch schon mit 30 damit anfangen, so wie ich das ja auch gemacht habe. Ja. Es ist witzig, dass du sagst, so das normale Anusara-Yoga, also das hört sich für mich total normal an, so. Ja, so Ja, zu aber der Unterschied ist ja, also das normale Anusara-Yoga, es ist ja eine sehr vielseitige Praxis mit sehr viel unterschiedlichem Fokus, ja. Und die Zielsetzung im Anusara-Yoga ist ja nicht, jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwie die Oberschenkelmuskulatur stärken. Ja, das kann man machen. Man kann sagen, okay, das ist jetzt mein Klassenthema, aber das ist genau das, wo ich die Leute, die bei mir in die Ausbildung kommen, hinführe. Dass sie anfangen, mit Themen zu arbeiten, dass sie anfangen, Fokus auf bestimmte Dinge zu setzen. Weil die Leute, die ich ausbilde, das sind vielleicht 10% Anusara-Lehrerinnen und der Rest, die kommen aus anderen Yoga-Richtungen. Und es ist eben total interessant auch zu sehen, was die mitbringen. Und interessanterweise fahren die immer total auf das Anusara-Modul ab. Das finden die ganz toll. Und wenn du sagst jetzt ein Fokusthema, dann meinst du jetzt auch sowas wie, weiß ich, stärkere Hüftmuskeln oder stärkere Oberschenkel oder sowas? Oder? Zum Beispiel. Also man muss einfach bedenken, was sind die Sachen, die beim Älterwerden schwieriger werden? Also unsere Sinnesorgane werden schlechter. Wir hören schlechter, wir sehen schlechter, wir schmecken schlechter, unser Gleichgewichtssinn wird schlechter. Ja? Die Muskulatur baut ab, jedes Jahr 3%, wenn wir nichts ändern, wenn wir nichts machen, wenn wir nicht dagegen anarbeiten. Wir werden steifer. Ja? Unsere Reaktionsgeschwindigkeit lässt nach. Das heißt also, wir müssen wirklich gezielt gucken, dass wir genau diese Bereiche auch triggern und da ganz gezielt arbeiten. So, und jetzt kommt aber jemand in unsere Yogastunde und hat, weiß ich nicht, kann die Handgelenke nicht belasten oder hat Arthrose im Knie oder Frozen Shoulder zum Beispiel. Das gibt es ganz häufig, das ist so eine Begleiterscheinung der Wechseljahre. Ja? Oder was ich zum Beispiel auch oft mache oder jetzt gerade in der Yoga aktuell habe ich 4 Strecken zum Thema Yoga in den Wechseljahren. Also wie kann ich die Wechseljahre unterstützen durch Yoga-Praxis, durch Asana-Praxis, durch Pranayama. Also gezielt wirklich dahin zu schauen, was sind die Problematiken des Älterwerdens, was sind die Problematiken der Wechseljahre und gezielt dafür Yoga-Praxis oder Meditation, Kontemplation, Pranayama zu entwickeln. Und das ist ein anderer Ansatz, als eine Anusara-Klasse zu planen. Ja? Man kann das natürlich
man kann daraus eins machen. Man kann sagen, ich nehme das jetzt als Herzthema zum Beispiel oder als Fokus oder, ne, aber mein Ansatz kommt daher zu gucken, was will ich erhalten, was will ich verhindern und mit welchen Problemen kommen die Leute und wie kann ich ihnen eine ganzheitliche und schöne Praxis ermöglichen, wo sie mit ihrer Einschränkung eigentlich gar nicht großartig konfrontiert werden, wo sie hinterher rausgehen und sagen, ich habe eine tolle Yogastunde gehabt und eigentlich eben, wie gesagt, gar nicht denken, obwohl ich meine Handgelenke nicht belasten kann. Im Zweifelsfall merken die das noch nicht mal. Also das erfordert eine bestimmte Kreativität, weil du kannst ja bestimmte Stellungen zum Beispiel gar nicht unterrichten, wenn jemand seine Handgelenke nicht belasten kann. Ja. Ähm, Ich habe gerade so überlegt, also wenn ich unterrichte, dann habe ich manchmal halt auch so die großen philosophischen Themen natürlich nur irgendwie immer im Hinterstübchen, beziehungsweise schon ziemlich weit vorne, aber das ist halt, bleibt halt bei mir, das unterrichte ich jetzt nicht unbedingt immer alles mit. Hast du gezielte Gruppen auch, die dann zu dir kommen, die vielleicht erstmal gar also die gar nicht so einen Zugang vielleicht zu Philosophie haben und gibt es dann so einen bestimmten Themenblock an philosophischen Themen, die du ja vielleicht auch im Hinterkopf noch hast oder die du denen als besonders wichtig dann doch näher bringst? So? Gibt es da einen Unterschied oder Mhm. unterrichtest du genauso Philosophie auch wie eine Norm? Also es kommt drauf an. Ich unterrichte ja keine Klassen mehr in Studios, aber ich werde öfter eingeladen zu Workshops. Ich unterrichte Retreats und ich unterrichte eben diese Pro-Age-Yoga-Lehrerausbildung. Und was ich da mache, ist, ich nehme schon philosophische Themen wie zum Beispiel die Yamas und Niyamas oder die Kleshas und breche diese Themen runter auf das Thema Älterwerden. Und wie wir eben die Philosophie nutzen können, um uns zu wappnen oder vorzubereiten oder um uns diesen Prozess leichter zu machen. Und manchmal, es kommt immer darauf an, was für ein Format ich unterrichte. Also man hat ja in einer normalen klassischen Yogastunde, die maximal 90 Minuten ist, nicht sehr viel Zeit, sowas unterzubringen. Aber wenn ich irgendwo einen Workshop unterrichte zum Beispiel, dann nehme ich mir ungefähr, weiß ich nicht, wenn es 4 Stunden sind, eine Stunde, um über solche Inhalte auch zu sprechen. Und das dann auch in die Praxis mit einzubauen. Und bei den Lehrerausbildungen, da mache ich sogar so, dass ich meine Schülerinnen, die sind ja alles Yoga-Lehrerinnen, ja, das selber erarbeiten lasse. Also dass sie selber lernen, wie sie das sozusagen auf das Älterwerden anwenden können, weil das ist ja nicht etwas, was explizit in den Yamas oder Niyamas schon enthalten ist. Aber Ahimsa zum Beispiel, also das Prinzip der Gewaltlosigkeit, ist ja etwas, was je älter man wird, desto wichtiger, finde ich, wird das für die Yoga-Praxis, wie so eine Überschrift. Genauso Tapas, also dran zu bleiben, eine regelmäßige Praxis zu haben, um eben nicht abzubauen, um den Körper nicht in eine Verlustzone zu fahren, ja. Also mit solchen Themen zu arbeiten, finde ich extrem wichtig und man kann das natürlich auch in jeder normalen Asana orientierten Yoga-Klasse unterrichten, aber da kann man zum Beispiel keine Gruppenarbeit machen und das gemeinsam erarbeiten. Ich habe mich gerade so gefragt, ob so zum Beispiel die Anwesenden, wir haben natürlich alle die Kleshas schon in der Immersion, glaube ich, irgendwie so gelernt. Können wir mal kurz abfragen? Wir fangen mal oben rechts an. Ein kleiner Scherz. ähm, sind, habt ihr eine Idee, um das Ganze auch mal so ein bisschen interaktiver vielleicht noch zu machen? Habt ihr eine Idee, wie man zum Beispiel Klischees oder irgendein anderes philosophisches Thema auf zumünzen könnte? Hat da jemand einen ganz spontanen Einfall vielleicht oder das auch schon mal so unterrichtet? Ansonsten, Elena, hast du vielleicht ein Beispiel? Aber wir können ja erstmal gucken. Denk. Man sieht euch auch nicht. Ihr könnt einfach sprechen, falls jemand eine
Idee hat. Ne? Hast du ein Beispiel, Elena? Ja, zum Beispiel, also wenn wir jetzt über die Kleshas sprechen, also die Kleshas, finde ich, sind halt einfach eine absolute Steilvorlage für das Thema Pro-Age, beziehungsweise das ist eine tolle Verbindung der, aus dem, wozu Tantra uns eigentlich auffordert und dem, was unser Problem mit dem Älterwerden ausmacht. Ja? Also angefangen mit Avidya, falsches Wissen, Unwissenheit, Fehlinterpretation, falsche Schlüsse ziehen. Und Avidya ist auch die Quelle der anderen Kleshas, ja. Da ist ja eben die Frage, gibt es eine objektive Wahrheit? Also was bedeutet denn älter werden, wenn ich es jetzt aufs Älterwerden runterbreche, ja? Ist die Wahrheit, älter werden bedeutet, dass alles schlechter wird? Oder ist es eine Interpretation? Ist das vielleicht falsches Wissen? Ja, also sich wirklich mit der Frage auseinanderzusetzen, in welchem gesellschaftlichen Kontext steht bei uns das Thema Älterwerden? Warum gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen zum Thema Älterwerden? Also warum werden die einen anders konnotiert mit Weisheit und Erfahrung und die anderen mit Verwelktheit und Aussortieren, ja? Also, dass wir einfach an der Stelle uns immer wieder angucken, was können wir aus diesen philosophischen Texten ziehen und runterbrechen auf diese ganz konkreten Fragen. Und im Tantra ist es dann eben so, dass Unwissenheit immer die Aufforderung ist, Wissen anzusammeln. Also Wissen und Unwissenheit sind ja im Tantra dasselbe. Das sind einfach das eine gibt es ohne das andere nicht. Ja, nun ist es so, dass das Wissen endlich ist, aber die Unwissenheit ist unendlich. Ja, also es gibt viel mehr, was wir nicht wissen, als das, was wir wissen. Also die Frage bei Avidya ist eben auch zu sagen, ich öffne mich dessen oder dem, was ich nicht weiß. Ja, und damit kann ich mich lösen von diesen falschen Vorstellungen, die ich habe. Weil eine Vorstellung von etwas ist ja ein vermeintliches Wissen. Ja, also auf dieser Ebene zu arbeiten, jetzt nur als ein Beispiel also ich will jetzt nicht alle Kleshas durchdeklinieren, weil dann sitzen wir hier noch eine Weile, aber nur, dass ihr versteht, wie ich versuche, aus der Yoga-Philosophie diese Themen herauszufiltern. Also wir haben auch ganz klar, also Raga ist Anhaftung, ne? Der übertriebene Anhaftung, also an das Leben, an die Jugend, an die Schönheit. Wir haben Dvesha, Abneigung, Verdrängung, Angst, Wegsehen, Angst vor Veränderung. Das sind genau diese Themen, die im Buddhismus auch eine große Rolle spielen, Anhaftung und Abneigung. Also dass wir zum Beispiel die Dinge, die wir mögen, festhalten wollen. Die Dinge, die wir nicht mögen, wollen wir loswerden. Und in dem Raum dazwischen passiert Leid, weil weil das Leid ist, alles ist vergänglich. Das, was wir festhalten wollen, ist genauso vergänglich wie das, was wir loswerden wollen. Ja? Und je mehr wir uns daran orientieren, was wir haben und was wir nicht haben wollen, machen wir uns zum Spielball der Vergänglichkeit. Wenn wir lernen zu akzeptieren, wie die Dinge sind, wenn wir lernen loszulassen, dann entsteht ein Raum, in dem Leid weniger stattfindet. Oder falls wir es irgendwie schaffen sollten, in diesem Leben in die Erleuchtung zu gelangen, dann kommen wir in einen Raum, in dem es gar kein Leid mehr gibt. Und das ist ja der ursprüngliche Sinn und Zweck auch der Yoga-Praxis. Ja, Yoga bedeutet ja zu üben. Auch im Buddhismus ist Yoga üben. Ja? Und Übung ist eben diese innere Haltung zu kultivieren. Und die Angst vor dem Älterwerden oder vor dem Altwerden, die resultiert ja daraus, dass wir irgendwann sterben werden, dass irgendwann alles zu Ende ist. Und das Sterben ist genauso Teil des Kreislaufs des Lebens wie das Geborenwerden. Es kann keinen Tod geben ohne Entstehen. Und das ist das, was zum Beispiel in dem Wort Om ja schon enthalten ist, in diesen 3 Buchstaben A, U und M. Also Entstehen, Sein und Vergehen. Und diesen Kreislauf als Ganzen zu akzeptieren und auch zum Beispiel zu verstehen, dass wir sterben müssen, damit auch alte Ideen sterben, damit neue Gedanken kommen können, damit Entwicklung passiert. Ja? Also sich zu erlauben, Teil dieses Prozesses zu werden und das auf einer absoluteren Ebene zu durchdringen, das ist für mich der Ansatz oder auch der Hintergrund
für diese Pro-Age-Haltung. Weil je älter wir werden, desto mehr können wir in diese Dimensionen vordringen und desto irrelevanter, sage ich mal, wird die Asana-Praxis. Aber da kommt dann wieder Anusara ins Spiel, weil wenn wir als Anusara-Yogis sagen, wir sind in unserer Körperlichkeit Ausdruck des Göttlichen und das Göttliche beinhaltet diese Qualitäten, dann haben wir das Potenzial zur Erleuchtung in uns. Und die Asana-Praxis führt uns da genauso hin wie eine mentale Praxis. Könnt ihr mir folgen? Ja, das sind so die Sachen, mit denen ich mich eben die ganze Zeit beschäftige. Ich bin da die ganze Zeit unterwegs und schaue eben, also auch mit den Yamas und Niyamas, ne? Also was ist da an Geschenken drin für uns in Bezug auf das Thema älter werden, Abbau? Also, weil, wenn ich Leute frage, woran merkst du, dass du älter wirst? Die wenigsten sagen, ich bin gelassener, ich bin souveräner, ne, ich habe mehr Freiheiten, ich muss nicht mehr verhüten. Also wir haben ja so eine Latte von Dingen, die besser werden, sondern die meisten Leute sagen, mir tut dies weh, ich kann das nicht mehr, ich werde dick, das. Also es kommen ja immer erstmal die negativen Dinge und nicht die Dinge, die besser werden, ja. Wenn wir alle in der Lage wären, das Schöne am Älterwerden so anzunehmen, wie es ist, und mit der Vergänglichkeit kein Problem hätten, dann müsste ich wahrscheinlich Pro-Age-Yoga auch überhaupt nicht irgendwie unterrichten. Ja. Technisches Problem? Nee, ich muss nur kurz den Chat wegklicken, ehe ich mich wieder laut schalten konnte. Okay. Ähm, ja, ich höre dich die ganze Zeit durchgehend ganz gut. Also deswegen wird das wahrscheinlich ein Problem lokal gewesen sein. Mhm. Ähm, also ich habe auch natürlich die ganze Zeit gerade bei mir oder über mich selber natürlich nachgedacht und auch die Art und Weise, wie ich mein Studio führe, wie ich mit Zielgruppen umgehe, wie ich damit umgehe, wenn ich auf einmal junge Mädels in den Stunden habe, wo ich denke, boah, die können das doch jetzt gar nicht nachvollziehen oder sowas. Ähm, Ich frage einfach mal in die Runde, was ihr so für Erfahrungen habt mit den Schülern, die zu euch kommen. Also das, was du sagst, dass jeder irgendwelche Probleme hat, unterschreibe ich absolut. Ja, also sind Mhm. selten das blühende Leben irgendwie sitzt bei einem in der Stunde, sehr, sehr selten. Und Mhm. meistens findet man dann doch irgendwas im Laufe. Aber habt ihr, je älter ihr wurdet zum Beispiel, die Ansprache eurer Zielgruppen, eurer Schülerinnen verändert oder was? Sprich ruhig, Gabriela. Das ist die Erste, die sich meldet. Ja, hallo in die Runde. Hört ihr mich? Ja, okay, weil es hier Kopfhörer. Ja, das ist total interessant. Also Pro-Age-Yoga ist wirklich ein sehr ja, spannender Ansatz, nochmal sich dazu vertiefen. Und ich stelle fest, meine Teilnehmer bewegen sich in meine Altersrange plus minus, sagen wir 10, 15 Jahre. Ich glaube, das tatsächlich kann sich auch verändern mit der Zeit. Aber ich sage mir, das ist ja super, sobald die Frauen sozusagen, jetzt wenn man bei Frauen bleibt, Kinder bekommen und anfangen, also so berufstätig sind und sozusagen das volle Leben dabei ist, brauchen sie Yoga. Und dann sind sie bei mir und dann sage ich, mir ist alles richtig. Und also ich sehe da tatsächlich trotzdem so eine kleine Differenzierung, wenn man eben nicht mehr so die ganz junge Yoga-Lehrerin ist. Und der zweite Aspekt, was ich noch bringen wollte, also ich habe teilweise Teilnehmerinnen, die wirklich sehr lange dabei sind und wir führen so indirekte Gespräche. Und ich sage immer, wie großartig, du bist jetzt schon 9 Jahre bei Yoga dabei. Du machst super gut mit, du bist gut auf dem Entwicklungsprozess und es wurde nicht schlechter. Und dann ist dieses genau, was du sagtest, ne, dieser regelmäßig, sie haben sich vielleicht keine exorbitante Sprünge gemacht, weil einfach, es kommt darauf an, mit welcher Konstitution und Möglichkeiten man kommt. Aber sozusagen diese Fitness zu erhalten, sich zu stabilisieren, die Wechseljahre irgendwie zu blättern, ist so wertvoll. Also das wäre, was ich dazu beitragen möchte.
Dankeschön. Möchtest du darauf eingehen, Elena? Ansonsten hat die Andrea auch was. Ich würde erst mal sammeln. Andrea. Ja, ich bin ja tatsächlich eine der Pro-Age-Yoga-Lehrerinnen, die Elena ausgebildet hat. Und ich unterrichte 2 Stunden in der Woche Pro-Age-Yoga. Und was ich unglaublich berührend finde, ist, ich habe das wirklich als festen Kurs angeboten. Also ich habe gesagt, ich mache einen Achterblock mit immer den gleichen Teilnehmerinnen. Und da hat sich so eine tolle Gemeinschaft ergeben. Also ich weiß nicht, ob das auch in vielen anderen Yogastunden so ist, aber die sind sozusagen so ein bisschen mit dem Mindset gekommen, wir tun hier was für uns und das gemeinsame gute Älterwerden. Und es wirklich vor und nach den Stunden, ich habe das Gefühl, da ist sehr viel mehr als einfach nur Yoga-Praxis. Und das hat jetzt gar nicht so was Philosophisches. Da werden tatsächlich auch mal Kochrezepte oder irgendwie Putzmittel empfohlen. Aber es ist wirklich so, wenn jetzt eine wie morgen geschrieben hat, ich kann nicht kommen, ich habe mir eine Rippe geprellt, dann kommt von 4 anderen, oh, gute Besserung. Und ich glaube, dass das so was Wertvolles ist, dass man eine Gruppe hat, dass man eine Gemeinschaft hat, dass man aufeinander Acht gibt, dass man einfach sein Netzwerk erweitert. Da treffen auch bei mir wirklich Frauen aufeinander, die wären sich sonst zwar aus der gleichen Nachbarschaft, aber sonst nicht begegnet. Und diese Gemeinschaft, die sich da ergeben hat, mit diesem Thema gemeinsam zu arbeiten, das ist unglaublich toll. Das kann ich nur empfehlen, in dieser Richtung zu denken. Und ich glaube, das ist vielleicht auch deshalb möglich, weil da eben keine 19-jährige ultrabewegliche Ballerina mit dabei ist, sondern es eben doch so ein bisschen eine Zielgruppe ist, die sich so ähnlich ist. Sonst wäre, glaube ich, der Austausch vielleicht nicht so offen oder die Themen wären auch andere. Ich finde, das ist sehr wertvoll, sich in dieser Gruppe zu bewegen. Und also dazu muss ich noch was sagen. Das ist natürlich, also jetzt in den Ausbildungen, du warst ja dabei, Andrea, diese Gruppe, die da entsteht, also diese Frauen, die da zusammenkommen, das ist, also da passiert auch genau das. Also das ist irgendwie so ein sich verstehen auf einer Ebene. Und das ist jetzt nicht so sehr altershomogen, sondern ich würde mal sagen, die sind zwischen Ende 30 und teilweise so Mitte 60. Also alles, was dazwischen liegt, so, ja, sehr alt, also es ist schon altersdivers, aber grundsätzlich eben keine 20- oder 30-Jährigen, ja. Und ich merke einfach, dass das gerade für Frauen wirklich einen starken gesellschaftlichen Aspekt auch hat. Also da geht es für mich auch über die Yoga-Praxis hinaus auf eine Art. Und für mich hat ja Yoga auch immer einen, ich sage jetzt mal, politischen Aspekt. Ja, also das Yoga selber ist ja auch, es geht ja um Haltung. Also eine Asana ist ja eine körperliche Haltung, aber es geht ja auch um unsere innere Haltung. Wir haben ja die 3 A's im Anusara Yoga. Attitude, Alignment, Action. Das sind ja nicht nur Sachen, die wir auf der Yogamatte machen, sondern die sind ja ins Leben rein verankert. Und sich auf diesen Aspekt des Älterwerdens zu fokussieren, ist eben, finde ich, wahnsinnig essentiell, weil wir haben so viel zu bieten, wir Frauen, ich sag mal, in der 2. Lebenshälfte. Wir sind ein ganz wichtiger Kitt der Gesellschaft. Ja, wir sind eine unglaublich wichtige Ebene, die unheimlich viel zusammenhält. Und wir erfahren aber gleichzeitig relativ viel Ignoranz und Abwertung. Und sich da zusammenzuschließen, sich in die Sichtbarkeit zu bringen gegenseitig, das ist für mich auch ein politischer Akt auf eine Art. Ja? Also für mich ist dieses ganze Thema sehr umfassend. Und deswegen danke, Andrea. Das ist nämlich genau der Raum, in den in den wir da reinleuchten. Ja. Ich habe heute bei Instagram so ein Video gesehen von einer Content Creatorin, die so Mikrofeminismus in den Alltag trägt. Hier meine Kollegin Julia kennt die, glaube ich, auch. Die folgt der nämlich auch. Mit so Mini-Beispielen, wie dann die Sachen, ja, wie man die so auf Mikrobasis quasi im Alltag umsetzen kann oder sowas. Ne? Wie man so zum Beispiel halt Männern so den Spiegel vorhalten kann, gerade nicht sehr feministisch zu agieren. Wenn du jetzt sagst, wie wir tragen das, was wir auf der Matte machen, natürlich auch weiter, hast du da auch Beispiele oder habt ihr Beispiele dazu, wie eine Haltung, ja,
die pro dem Älterwerden ist, auch sichtbar werden kann nach außen hin, außer dass man jetzt, ja, keine Ahnung, was auch immer macht. Also ich zum Beispiel finde, dass wir viel mehr über das Thema Wechseljahre reden müssen in der Öffentlichkeit. Das ist sehr schambehaftet. Und es wird vor allen Dingen auch bei den Wechseljahren nur darauf geschaut, was geht zu Ende. Aber es guckt keiner dahin, was fängt an. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die Lebenserwartung heutzutage ist, also wir haben in der demografischen Entwicklung, Frauen werden heutzutage 90 Jahre alt im Schnitt, in der Regel. Und wir werden in ein paar Jahren in Deutschland mehr Menschen über 50 haben als unter 50. Ja? Das bedeutet, dass eine Frau, die 50 wird heute oder 45 wird, die ist in der Mitte oder mindestens mal in der Perimenopause, nochmal so viel Lebenszeit vor sich hat, aber schon in den Wechseljahren ist. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was jetzt zum Glück langsam auch Sichtbarkeit bekommt und politisch langsam auch aufgegriffen wird. Aber das ist etwas, was wir im Alltag einfach, also da geht es darum, eine Haltung dazu zu zeigen, ja, und darüber zu sprechen, sich nicht dafür zu schämen, zu sagen, das ist ein Teil des natürlichen Vorgangs. Auch hier wieder tantrisch, es geht etwas zu Ende, aber es beginnt auch etwas. Ja, und Frauen, die jenseits der Wechseljahre sind, entwickeln oft unglaubliche kreative Energien, weil wir Frauen einfach auch dazu gemacht sind, etwas in die Welt zu bringen, ob das nun Kinder sind oder Projekte sind oder was auch immer. Ja, wir müssen ja nicht unbedingt was gebären körperlich, aber also ich habe zum Beispiel Pro-Age Yoga dann geboren, ne? Nachdem mein Sohn sozusagen aus dem Gröbsten raus war. Und da liegt so viel also ich glaube, wir müssen einfach viel, viel klarer werden mit allem, was auch, ja, was auch die Schwierigkeiten sind. Ich finde, wir müssen Probleme ansprechen. Ich finde, also da ist ganz viel, also Haltung bedeutet für mich auch immer, dass es etwas kostet. Also Haltung ist immer etwas, was eine Klarheit auch schafft. Ja, was auch immer es ist. Die Wechseljahre sind ja jetzt nur ein Beispiel dafür. Ja, ich finde auch so überhaupt eine Sichtbarkeit zu haben in unserem Alter. Und ich empfinde das als unglaublich selbstwirksam, dieses Thema anzubieten und auch, ne, ich meine, jetzt seht ihr das nicht, aber ich habe halt einfach, ich bekomme graue Haare, ich habe Falten, ich kann auch drüber sprechen, dass ich mal Botox ausprobiert habe und dass ich das ganz gruselig fand. Ich war die gesagt hat, ich habe das mal probiert, weißt du, aber eben sowas in einem offenen Gespräch zu sagen und zu sagen, das war interessant, aber das hat mich jetzt nicht glücklicher gemacht. Das, weißt du, das ist so ein Austausch auf einer Ebene, das ist gut, über solche Dinge reden zu können und zu sagen, ja, ich habe graue Haare, so what? Es ist trotzdem schön. Ist so ein bisschen jetzt weniger Haltung als einfach ein praktisches. Ich bin so ein sehr praktischer Mensch. Doch, ich finde, das ist auch Haltung. Also, ich meine, man muss es ja jedem selbst überlassen. Also, ich versuche, das so wenig wie möglich zu werten, was Leute machen lassen oder auch nicht und ob sie sich die Haare färben oder nicht. Das finde ich, kann wirklich jeder und jede selbst entscheiden. Aber auch dafür, also egal wofür ich mich entscheide, gibt es ja eine Haltung. Also, ich mache ja die Dinge bewusst mit einer Haltung. Und wenn ich sage, ich mache keinen Botox, habe ich ja genauso eine Haltung, wie wenn ich sage, ich mache das. Ja. Ja. Und da gibt es eben auch kein richtig und kein falsch, finde ich. Also das ist dieser offene Raum, in dem jeder gestalten kann und jede gestalten kann, wie sie es möchte. Ich fange dann natürlich immer an, so Fragen zu stellen, warum versuchen wir jünger auszusehen? Worum geht es da eigentlich? Also was ist eigentlich das, was uns dazu treibt? Ja, da fange ich immer an, drin rumzubohren. Aber das sind eben die Fragen, die ich mir stelle, weil ich mich sehr lange schon mit diesem Thema auseinandersetze und es eben auch in den gesellschaftlichen Kontext stelle. Also wenn das Älterwerden in einem gesellschaftlichen Kontext kein Problem wäre, wäre es auch nicht im Persönlichen. Oder andersrum, wenn es im Persönlichen kein Problem wäre, wäre es auch im Gesellschaftlichen nicht. Und deswegen finde ich, ist eben der Yoga-Kontext ein unglaublich guter Raum, um zu gestalten und um zu exploren sozusagen, ja. Körperlich genauso wie mental. Ja. Ich,
Ich denke auch. Gerade wie ich so mache natürlich irgendwie und, ja. Deswegen bin ich grad so 'n bisschen sprachlos, also, was so die Schönheitsideale angeht, Haare färben und Botox machen und so was und, Mhm. ja. Ja, weißt du, das Ding ist ja auch, guck dir doch mal an, was ist so das Bild der des Yoga übenden Menschen im Westen? Ich sage es jetzt extra geschlechtsneutral, ja? Was ist das Bild des Yoga übenden Menschen im Westen? Also da gibt es zwei Klischees. Das eine ist rumliegen, nichts machen und das andere Klischee sind eben wahnsinnig biegsame, schlanke, weiße, relativ junge Frauen. Also so, wer von uns ist das? Wer von uns sieht so aus? Wer kann sich damit identifizieren? Also, ne, deswegen ist also die Diversität, oder das Inklusive, das Yoga eigentlich haben sollte, ist, finde ich, bei uns ganz stark unterrepräsentiert. Und für mich bedeutet diese Pro-Age-Haltung auch, das Älterwerden im Yoga sichtbar zu machen. Und wir haben alle, wenn wir an einen Guru denken, das Bild von einem sichtbar alten Mann vor Augen. Ja, weiße Haare, viel Weisheit. Also das ist der Ausdruck der Weisheit dieses Menschen. Ja, das ist der Guru. So. Im Prinzip sind wir, die Frauen, die jetzt ihre Wechseljahre erfahren oder die dann langsam hinter sich lassen, wir sind die lebenserfahrenen Frauen. Wir werden langsam weißhaarig, ja. Wir sind im Prinzip, also wir sind immer unser eigener Lehrer, sowieso, aber wir haben eben auch auf der gesellschaftlichen Ebene sehr viel zu bieten, insbesondere weil wir uns mit dem philosophischen Yoga-Raum, der hinter uns liegt und der unsere Praxis und unseren Unterricht auch trägt, weil wir uns damit verbunden haben. Letztendlich, wenn wir versuchen, jünger auszusehen, als wir sind, ja, nehmen wir uns ja auch die Chance, die Zeichen der Weisheit sichtbar zu machen, ja. Aber wir versuchen ja schon hübsch auszusehen trotzdem. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Ziel ist, jünger auszusehen, aber ich versuche ja schon irgendwie halbwegs ordentlich auszusehen und, würde jetzt auch kein ja, was denn, wenn ich habe mir deine Website angeguckt, ja? Jetzt, wenn ich provokativ sage irgendwie so, mega Fotos irgendwie, ne? Du siehst top aus, wie auf'm Ei gepellt irgendwie. Und ich habe noch keine Webseite von jemandem gesehen oder sehr, sehr selten, wo ich denke so: meine Fresse, die traut sich aber was, so 'n Foto da auf die Webseite zu stellen. Wir zeigen ja schon immer, dass das wahrscheinlich dann doch eher, auch etwas geschönt also, ne, das wäre jetzt fies, wenn ich das jetzt über dich Mhm. so auch sagen würde, aber, oft halt auch das geschönte Bild oder so was. Klar, wenn ich 'n Video mache und ich nehme dann Still raus, dann schiebe ich aber auch so lange, bis ich irgendwie grade halt am besten aussehe, so ungefähr, Mhm. ja? Und der Bauch irgendwie nicht noch zu sehen ist. Ähm, Ja, das ist auch eine feine Linie. Und ich muss auch immer wieder sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt für irgendwelche Yoga-Magazine Fotos mache, dann sage ich immer, bitte macht meine Falten nicht weg. Ja, ich möchte, dass meine Falten zu sehen sind. Und das mache ich auch bei den Fotos auf meiner Website. Es wird übrigens höchste Zeit, dass ich die mal update. Ich habe jetzt gerade wieder Fotos gemacht, weil ich der Meinung bin, dass man das sehen sollte. Ich war jetzt schon immer Mhm. schlank, da kann ich nichts dafür. Ja, das muss ich nicht, da muss ich nichts extra für tun. Aber das sind eben so Sachen, also ich lebe seit ich denken kann gesund. Ich übe Yoga seit 35 Jahren. Also wenn man das jetzt nicht sehen würde, frage ich mich dann auch, wofür soll das dann gut sein? Also irgendeinen sichtbaren Effekt sollte das ja dann schon auch haben, ja. Aber ich mache es ja nicht für den sichtbaren Effekt, sondern ich mache es ja für was ganz anderes. Und der sichtbare Effekt ist ja sozusagen nur die angenehme Begleiterscheinung, die hinten dran hängt. Ja, und natürlich wollen wir auch Leute ansprechen. Wir wollen natürlich einladend sein. Und das ist dann eben immer die Frage, wenn man sich jetzt in der Crazy Asana zeigt. Für manche Leute ist das abstoßend, für andere Leute ist das eine Aufforderung, oh, das will ich auch können. Also, ne, es ist ja immer ganz unterschiedlich, wen man damit anspricht oder wer sich angesprochen fühlt. Und dann kommt noch dazu, also ich finde, auf einer Webseite ein hässliches Foto von sich zu posten, ist nicht schlau. Ja, was man aber machen kann, und das finde ich immer eine sehr interessante Geschichte, ist, auf Social Media mal solche Sachen zu probieren. Also da mal was von sich zu zeigen, was eben nicht perfekt ist.
Also ich zum Beispiel, wenn ich Videos aufnehme, in Social Media, Reels aufnehme, ja, oder Stories, ich mache nie einen Filter drauf. Nie. Ich quatsch da rein, so wie ich aussehe. Ja. Ist halt so. Ja. Aber mein Berater hat mir gesagt, du machst bitte keine spontanen Sachen mehr, wo du fettige Haare hast oder irgendwelche kaputten Sachen anhast. So, da versuche ich mich dran zu halten. Aber Genau, ansonsten, hast ja gerade gesagt, du möchtest schon ordentlich aussehen. Das kann man ja machen. Gabriela, wolltest du auch noch was sagen? Ich merke gerade, ich glaube, jetzt werden doch die Internetverbindungen etwas instabiler, meine zumindest. Und Elena hat auch ein bisschen geruckelt. Aber Ja, nur kleine Anmerkung, und zwar, ja, ein gepflegtes Aussehen, ich glaube, das ist eigentlich auch Yoga. Da ist nichts dagegen zu sagen. Ne? Ja. Aber ich würde einen Aspekt hier nochmal rausstellen, authentisch sein. Ne? Und wenn man sich sagt, so sein, wie man ist, was es nicht heißt, dass man sich hässlicher machen muss, als man ist. Ne? Man kann auch mal einfach sich, weiß ich nicht, ein bisschen Mascara benutzen. Ich glaube, das ist ja nicht das Problem. Aber eben, was du sagtest mit diesem Filter und totale Bearbeitung, das ist was anderes. Und wenn ich natürlich wird man irgendwie eine schöne Stimmung, gerade so Webseite auf dem Photoshop einladend, ne? Aber eben authentisch, finde ich. Das ist dieses, dass jeder so diese authentische Seite zeigt, ne? Und wenn das paar Fältchen sind oder Unebenheiten, dann ist es so. Man kann das einfach, denke ich mal, einen ganz guten Weg finden. Ne? Also das ist so mein Ansatz. Ich Ja. habe auch bis jetzt keine Profi-Fotos machen lassen. Vielleicht kommt es noch, wegen der Fältchen. Ja, also ihr seht, das ist wirklich, also wenn man anfängt, da rein zu leuchten in dieses Feld, da gibt es eben sehr, sehr viele Aspekte und die Äußerlichkeit ist ja nur ein Ausdruck von einem etwas, was dahinter liegt. Ne? Das ist ja immer nur die sichtbare Ebene und das Älterwerden ist eben verbunden mit Veränderung und manchmal haben wir eben auch ein Bild von uns im Kopf, von einer Version unserer selbst, von der wir uns wegentwickeln. Da haben wir wieder das Thema Anhaftung. Wir haften an einem Bild, was wir mal waren oder vielleicht auch da rückblickend auch ein Wunschbild. Weil wenn man sich das mal anschaut, wann in unserem Leben waren wir eigentlich mal als Frauen vor allen Dingen in der Situation zu sagen, ich bin super so, wie ich bin. Also jede Frau hat eigentlich in jeder Phase ihres Lebens irgendwas, was sie an sich scheiße findet. Und eigentlich zieht sich das durch wie ein roter Faden und später kommt dann das Thema Älterwerden noch on top. Ja, also es wird dadurch nicht besser und auch nicht leichter. Okay, und wann ist dann der Moment, an dem wir sagen, okay, und jetzt mache ich meinen Frieden damit? Und das ist eben dieser Prozess, in den wir da reingehen, ja, eben nicht uns mit unserem jüngeren Selbst zu vergleichen und dann auch noch mit einer schön verschönten Version unserer selbst, weil wir denken ja immer, früher war alles besser, stimmt ja gar nicht. Wir hatten da auch unsere Probleme, ja. Und dieses bereit zu sein, das anzugucken, was jetzt ist, loszulassen, also diese Anhaftung an die jugendliche Version loszulassen und uns zu erlauben, uns zu verändern. Also ihr kennt ja alle diesen Satz, Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Ja, und das ist eben auf allen Ebenen der Fall. Und darin liegt für mich die Kunst des guten Älterwerdens, dass wir bereit sind, diesen Prozess mitzugehen, dass wir uns erlauben, loszulassen, dass wir uns in diesen Fluss hineinbegeben und da mitfließen. Was nicht bedeutet, dass wir inaktiv werden oder dass wir nichts mehr tun. Also wir können ja diesen Prozess des Älterwerdens gestalten mit den Mitteln des Yoga, ja. Aber eben mit einem ganz klaren Bewusstsein und einer ganz klaren Haltung, warum machen wir das? Letztendlich geht es darum, Lebensqualität zu erhalten, ja. So lange wie möglich, so unabhängig wie möglich, so gesund wie möglich, so schmerzfrei wie möglich. Und das sind eben diese Fokusrichtungen für das Thema Pro-Age. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das Thema eben innerhalb des Yogas nochmal einen eigenen Fokus und einen eigenen Raum braucht. Auch wenn man sagen könnte, mit einer guten Asana-Praxis und den Tools, die jetzt zum Beispiel das Anusara-Yoga uns bietet, wird man sowieso gut älter. Ja, unterschreibe ich zu 100%, aber ich glaube, dass der Prozess des Älterwerdens noch mehr braucht, weil wir als Gesellschaft und auch als Individuen noch nicht so weit sind, dass wir sagen, das ist überhaupt kein Thema mehr. Ja,
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Genau. Wenn ihr nicht noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen habt, würde ich gerne den offiziellen Teil dann in der Tat jetzt beenden. Vielen Dank, Elena, für diese Ausführungen. Ich denke natürlich auch immer ja, als Länderkoordinatorin und auch, weil ich auch Informationen weitergebe über Wahlmodule und was brauche ich alles, um auf dem Zertifizierungsweg weiterzugehen. Natürlich denke ich dann auch immer solche Fragen wie, was könnte man denn noch zu Angeboten machen für die Community, für die Cooler, was könnte denn was sein? Und Ganz kurz nur, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber mein Pro-Edge Yoga Teacher Training ist als Wahlmodul anerkannt für die 300-Stunden-Ausbildung. Nur so zur Info. genau, also sowas, ja, gut, dann hast du es selber gesagt, ja, genau. Ja, also wenn ihr andere Dinge habt, die euch die euch interessieren, die ihr ja, über die ihr gerne mehr lernen wollt, weil ihr da selber keinen oder wo ihr Bedarf habt, wo ihr selber nicht Fachmann, Fachfrau seid, sprecht die an, sprecht eure Lehrerinnen an, sprecht die Schule an, sprecht mich an, wenn es Themen gibt. Wir haben da diese Tools mit zertifizierten Lehrern zusammen Dinge anzubieten, weiterzubilden, solange das Anusara-Bezug hat und ordentlich gemacht ist, ja, gibt es da allein bei der 300-Stunden-Ausbildung 156 Stunden Zeit für solche Module ins Leben zu rufen. Die sind alle nicht in Stein gemeißelt. Also das gerade jetzt im Moment ist auch wieder das Thema Veränderungen. Wir haben in der Schule gerade auch eine Zeit, wo sich ein Committee gebildet hat, wo es um Fundamentales und Innovationen geht zum Beispiel. Und in den Bereich der Innovation gehören neue Module rein. Also wenn es was gibt, was euch interessiert, wo ihr denkt, da ist wenig da, wie wir zum Beispiel auch mit Business oder sowas hatten, das Thema, ja. Es gibt's auch nicht als Modul. So, sprecht das an, macht das zum Thema und fragt rum oder fragt gezielt. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, stoppe ich hier an dieser Stelle mal die Aufzeichnung. Ich sage schon mal offiziell nochmal vielen Dank. Danke euch. Danke dir, Julia. Mhm.